Mein Name ist Sabine und ich komme aus Pausa. Das ist ein kleiner Ort in Sachsen. Partielle Lipodystrophie, höchstwahrscheinlich Typ 4. Ich hatte als Kind eine sportliche Figur, hatte immer schon relativ sportliche Beine, sportliche Waden. Man hat es aber damals drauf geschoben, ich habe geturnt, ich habe viel Sport gemacht und ich sah halt so aus. Und mein Papa hatte genau solche Waden wie ich und meine Großmutter, also seine Mutter, hatte auch solche Waden. Hat mir gesagt, das liegt in der Familie. Ich war 33, als das erste Mal das Thema Lipodystrophie in meinem Leben aufgetaucht ist. Das war vorher, es gibt dazu eine Vorgeschichte, wie bei allen Patienten. Ich bin als fettstoffwechselgestörter Diabetiker behandelt worden, ohne dass man wusste, warum die Werte so sind, wie sie sind. Sehr viele Bereiche, worauf es sich auswirkt. Es ist zum einen das Thema Aussehen. Man sieht einfach anders aus als andere Kinder, als andere Jugendliche. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, warum das so ist. Und das ist ein Alter, in dem man eigentlich ja nur so sein will wie andere. Man will genauso aussehen wie die anderen. Beziehungsweise wenn man nicht so aussieht, dann will man das bewusst tun und sich bewusst dafür entscheiden, indem ich mir die Haare grün färbe oder was auch immer, aber nicht indem ich halt einen Körperbau habe, der nicht dem allgemeinen Ideal entspricht. Und damit konnte ich als Jugendliche zwar umgehen, aber es war sehr anstrengend. Also es ist einfach... Abgesehen davon, dass ich halt sehr viel um die Erkrankung bzw. um die verschiedenen Kriegsschauplätze dieser Erkrankung handelt. Ich muss aufs Essen achten, ich muss auf meinen Blutzucker achten, ich muss mich bewegen. Es dreht sich sehr viel um diese Erkrankung, ohne dass ich das möchte, also ohne dass ich den ganzen Tag mich darauf konzentrieren will, aber ich muss es tun. Ich muss überlegen, will ich das essen, was ist drin im Essen, hat das jetzt zu viel Fett? Also es dreht sich den ganzen Tag irgendwie um die Erkrankung. Ich muss zählen, ich muss messen, aber es ist halt eigentlich nicht mein Hauptjob, es ist ja nicht mein Hauptjob, krank zu sein. Und was halt noch sehr, sehr anstrengend ist, ist einfach der Punkt, dass man sehr schnell erschöpft ist. Also es kann niemand erklären, warum das so ist bisher, aber diese Problematik, dieses Fatigue-Thema, das ist alles beherrschend. Also man funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt, ich zumindest 150%, und dann ist es, als ob jemand den Schalter dreht und den Akku rausnimmt und dann ist die Kraft und die Konzentration weg. Und das macht's im täglichen Leben sehr schwierig. Das macht es im Arbeitsleben schwierig und das macht es auch im privaten Umfeld schwierig, weil ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich nicht ins Schneckenhaus zurückzuziehen und zu sagen, oh, es ist so schlimm und jetzt habe ich auch noch eine seltene Erkrankung, die niemand kennt und es ist alles ganz furchtbar. Ja, ist es, zweifellos. Aber ich denke, dass es wichtig ist, zu sich zu stehen, zu dem, dass man anders aussieht. Es ist ebenso wichtig, den Kontakt zu anderen Patienten, den Austausch mit anderen zu suchen, weil in dem Falle kann man wirklich sagen, geteiltes Leid ist halbes Leid und man kann ganz viel profitieren davon, dass man sich austauscht, dass man lernt, wie gehst du mit dieser oder jener Situation um, was kochst du, was machst du. Das ist notwendig.